Ad conditionem certam perveni, vires mias, in gravescente etate, non jam aptas esse ad Monus Petrinum. Am 11. Februar 2013 stockte im Vatikan selbst den Kardinälen der Atem. Papst Benedikt XVI. Verkündete in lateinischer Sprache seinen überraschenden Rücktritt zum 28. Februar. Die Nachricht traf die Welt wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Und tatsächlich zuckte an genau diesem Abend ein gewaltiger Blitz in die Kuppel des Petersdoms. Ein dramatisches Zeichen schien den historischen Moment zu begleiten, als nach fast 600 Jahren erstmals wieder ein Papst freiwillig sein Amt niederlegte. Warum tat Josef Ratzinger, wie Benedikt mit bürgerlichem Namen hieß, diesen beispiellosen Schritt? Welche Lasten und Geheimnisse führten den deutschen Pontifex zu dieser Entscheidung, die es seit Coelestin V. im Jahr 1994 und Gregor XIII. Im Jahr 1415 nicht mehr gegeben hatte? Um dies zu ergründen, lohnt ein Blick auf das lange Leben und die Herausforderungen dieses Papstes, der die Kirche vom Jahr 2005 bis zu jenem denkwürdigen Februar 2013 führte. Josef Ratzinger wurde am 16. April 1927 im bayerischen Marktl am Inn geboren, als jüngstes von 3 Kindern einer tief katholischen Familie. Sein Vater war Gendarm, die Mutter Köchin, einfache Leute, geprägt von Glaube und ländlicher Tradition. Die Familie zog oft um, doch Josef verbrachte die meiste Jugendzeit in Traunstein, nahe der Alpen. Schon früh spürte er Berufung zum Priestertum und diente als eifriger Ministrant. Die politischen Schatten jener Zeit holten jedoch auch den frommen Jungen ein. 1941, mit 14 Jahren, wurde er per Gesetz in die Hitlerjugend aufgenommen, obwohl er, wie er später betonte, dem NS-Regime innerlich ablehnend gegenüberstand. Er erlebte Tragisches. Ein Cousin mit Down-Syndrom fiel 1941 den sogenannten Euthanasie-Morden der Nationalsozialisten zum Opfer. Kurz vor Kriegsende wurde Ratzinger noch als Flakhelfer und Soldat eingezogen. Im April 1945, nach Hitlers Tod, desertierte der 18-Jährige und floh aus der Kaserne, ein gefährliches Unterfangen. Amerikanische Truppen nahmen ihn kurz in Kriegsgefangenschaft, doch im Juni 1945 kehrte er heim. Endlich war der Krieg vorbei und Josef Ratzinger konnte sich seinem eigentlichen Weg widmen. Nach dem Abitur trat Ratzinger ins Priesterseminar ein. Zusammen mit seinem geliebten älteren Bruder Georg wurde er am 29. Juni 1951 zum Priester geweiht. Ein strahlender Sommertag, an dem die Brüder Ratzinger ihre Primiz gemeinsam feierten. Josefs geistige Brillanz fiel früh auf. Er promovierte in Theologie, lehrte schon mit 31 Jahren als Professor an Hochschulen in Freising, Bonn und Münster. Anfang der 1960er Jahre nahm der aufstrebende Dogmatikexperte als Berater am Zweiten Vatikanischen Konzil teil, an der Seite des Kölner Kardinals Josef Frings. Damals galt Ratzinger als moderner, reformoffener Theologe. Er unterstützte die vom Konzil angestoßenen Erneuerungen der Kirche. Doch die Studentenunruhen von 1968 und manche ausufernde Fortschrittsideen erschütterten ihn. Er sah Gefahr in einer Verwässerung des Glaubens und entwickelte sich zum Verteidiger der Tradition. Ursprünglich liberaler Theologe vertrat er nach 1968 konservative Ansichten, ein Wandel, der sein späteres Wirken prägen sollte. 1969 verließ Ratzinger das rebellische Universitätsklima Tübingens und lehrte fortan im ruhigeren Regensburg, wo er sich bald einen Ruf als einer der führenden Intellektuellen der katholischen Kirche erwarb. 1977 folgte der Ruf in die Kirchenhierarchie. Papst Paul VI. Ernannte den Gelehrten überraschend zum Erzbischof von München und Freising. Eine ungewöhnliche Wahl eines Professorentyps zum Hirten einer Millionendiözese. Ratzinger nahm die Herausforderung demütig an und wurde kurz darauf auch zum Kardinal kreiert. Doch die Zeit in München währte nur kurz. Bereits 1981 holte ihn Papst Johannes Paul II. Nach Rom und betraute ihn mit einem der einflussreichsten Ämter der Kurie, dem Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre, der Nachfolgebehörde der Inquisition, zuständig für die Bewahrung der reinen Lehre. In diesem Amt
das er fast 24 Jahre lang ausübte, wirkte Kardinal Ratzinger als engster theologischer Berater und rechte Hand des polnischen Papstes. Er scheute nicht davor zurück, gegen Strömungen vorzugehen, die er als irreführend empfand, etwa die marxistisch geprägte Befreiungstheologie in Lateinamerika oder abweichende Lehren prominenter Theologen. Seine Strenge trug ihm bei Kritikern Beinamen ein wie Gottes Rottweiler oder den Panzerkardinal, die sein Image als unerbittlicher Hüter der Orthodoxie karikierten. Weggefährten beschrieben ihn indes als sanften, bescheidenen Mann, der Konflikte nicht suchte, aber aus Pflichtbewusstsein austrug. Ungeachtet aller Polemik wuchs sein Ansehen in der Kirche beständig. Ratzinger galt vielen als genialer Denker mit klarem Kompass, der die Weltlage geistig zu deuten wusste. Im April 2005, nach dem Tod Johannes Pauls II., versammelten sich die Kardinäle im Konklave und wählten trotz seines fortgeschrittenen Alters den damals 78-jährigen Josef Ratzinger zum Papst. Er war der erfahrene Mann der Kontinuität, der das Steuerruder übernehmen sollte. Als Benedikt XVI. Zeigte er sich vom ersten Auftritt an demütig. Er nannte sich einen einfachen Arbeiter im Weinberg des Herrn vor der jubelnden Menge auf dem Petersplatz. Viele setzten große Hoffnungen in ihn, ein brillanter Theologe auf dem Stuhl Petri, der Europa neues christliches Leben einhauchen und zugleich den Kurs seines populären Vorgängers fortsetzen würde. Benedikt XVI. Wählte seinen Papstnamen in Anlehnung an Benedikt XV., einen Papst des Friedens, und an den heiligen Benedikt von Nursia, Patron Europas. Tatsächlich lagen dem neuen Papst besonders die Neuevangelisierung des weitgehend säkularen Europas und die Bewahrung der nicht verhandelbaren Werte am Herzen. Er warnte vor einem moralischen Relativismus der Gegenwart und betonte die zeitlose Wahrheit der christlichen Botschaft. In seinen ersten Enzykliken Deus Caritas Est, Gott ist Liebe, und Spe Salvi, auf der Hoffnung gerettet, setzte Benedikt spirituelle Markenzeichen, die seine tiefe Gelehrsamkeit und pastorale Sorge vereinten. Doch bald holten Benedikt XVI. Die Stürme der Gegenwart ein. Eine seiner Reden, die Regensburger Vorlesung 2006, löste durch ein Zitat über den Islam internationale Proteste aus. Eine Kommunikationskrise, die er nur mühsam durch Erklärungen und Treffen mit muslimischen Vertretern glätten konnte. Intern wuchs derweil der Druck durch ein weitaus düsteres Problem: der globale Skandal des sexuellen Missbrauchs in der Kirche. Seit 2010 erschütterten immer neue Enthüllungen über Jahrzehnte vertuschte Missbrauchsfälle durch Priester die katholische Welt, auch in Benedikts deutscher Heimat. Der Papst traf sich mit Opfern, zeigte sichtbare Erschütterung und bat mehrfach öffentlich um Vergebung für die Sünden der Kirche. Er verschärfte die kirchlichen Richtlinien und scheute sich nicht, auch hochrangige Kleriker zur Rechenschaft zu ziehen. So wurde etwa der Gründer der Legionäre Christi, Pater Maciel, ein langjährig geschützter Favorit im Vatikan, von Benedikt wegen erwiesener Verbrechen aus dem Verkehr gezogen. Statistiken belegen, dass Benedikt XVI. In den letzten Jahren seines Pontifikats hunderte Missbrauchstäter im Klerus aus dem Priesteramt entfernte, allein 2011 und 2012 rund 400 Priester. Dennoch lastete die Missbrauchskrise wie ein Schatten auf seinem Pontifikat. Sie hatte das Vertrauen vieler Gläubiger tief erschüttert und bedeutete auch für den sensiblen Theologen auf dem Papstthron eine schwere seelische Bürde. Benedikt wirkte mitunter bedrückt ob des Schmutzes in der Kirche, den er schon vor seiner Wahl beklagt hatte und dem es trotz aller Anstrengungen kein schnelles Ende zu bereiten gab. Hinzu kamen in Benedikts Pontifikat interne Machtkämpfe, die an den Nerven des gelehrten Papstes zehrten. In der römischen Kurie, der zentralen Verwaltungsstruktur des Vatikans, rumorte es. Benedikt XVI. War kein geborener Verwaltungsmanager. Er vertraute viel auf enge Mitarbeiter. Sein Staatssekretär, Kardinal Tarcisio Bertone, geriet jedoch in Kritik. Es hieß, er habe die Kurie nicht im Griff, Rivalitäten und Misswirtschaft würden unter ihm blühen. Tatsächlich drangen immer wieder Indiskretionen und Skandälchen nach außen. 2012 kulminierte dies in der sogenannten Vatileaks-Affäre. Vertrauliche Dokumente des Papstes, darunter Briefe, die Korruption und Intrigen im Vatikan nahelegten,
gelangten an die Öffentlichkeit. Benedikts eigener Kammerdiener Paolo Gabriele hatte monatelang heimlich Papiere kopiert und einem Journalisten zugespielt. Die Enthüllungen zeichneten das Bild eines innerlich zerstrittenen Machtzirkels im Vatikan und erschütterten die Autorität des Papstes. Benedikt XVI. Zeigte sich vom Verrat seines Dieners persönlich getroffen. Er sagte später, der Vorfall sei ihm unverständlich gewesen. Doch anstatt in Bitterkeit zu verzweifeln, ordnete er eine lückenlose Aufklärung an. 3 von ihm beauftragte Kardinäle legten Ende 2012 einen geheimen Untersuchungsbericht vor. Nur der Papst selbst kannte dessen Inhalt. Doch italienische Medien berichteten von schockierenden Details, von faulen Fischen im Kirchenapparat, ja sogar einem internen Netzwerk, über das man Erpressungsmaterial sammeln konnte. Diese Gerüchte sprachen von einer Clique ranghoher Prälaten, verbunden durch weltliche Beziehungen und gemeinsame Geheimnisse, was als Anspielung auf eine homosexuelle Seilschaft verstanden wurde. Demnach habe dieser Bericht Benedikt vor Augen geführt, wie tief die Probleme reichten. Vor diesem Hintergrund wirkte der Papst Ende 2012 müde und gealtert. Benedikt XVI. War inzwischen 85 Jahre alt, gebrechlich und von den Jahren voller Krisen gezeichnet. Öffentlich hatte er immer wieder seine Grenzen angesichts seines Alters angedeutet. Schon 2010 sagte er in einem Interviewbuch, ein Papst dürfe zurücktreten, wenn er physisch, psychisch und spirituell nicht mehr in der Lage sei, sein Amt auszuüben. Am 11. Februar 2013 setzte Benedikt diese Worte in die Tat um. In einer Routineversammlung der Kardinäle, dem Konsistorium, erhob er sich unerwartet und verlas auf Latein seine Rücktrittserklärung. Darin erklärte er mit ruhiger Stimme, er habe nach wiederholter Gewissensprüfung vor Gott die Gewissheit erlangt, dass seine Kräfte infolge des vorgerückten Alters nicht mehr geeignet seien, das Petrusamt in vollem Umfang auszuüben. Dieser Entschluss sei frei und im vollen Bewusstsein der Tragweite gefasst. Die anwesenden Kardinäle, viele zunächst ratlos, ob sie richtig gehört hatten, reagierten schließlich mit ehrfürchtigem Schweigen. Die Welt erfuhr kurz darauf von dem päpstlichen Paukenschlag. In den Medien wurde Benedikts Schritt teils als Akt großer Demut und Mut gelobt, teils auch mit Unverständnis aufgenommen. Doch fast alle Anerkennung mischte sich mit einer Frage: Warum genau trat Benedikt XVI. Zurück? Offiziell nannte Benedikt, wie erwähnt, sein hohes Alter und schwindende Kräfte als Grund. Und vieles spricht dafür, dass diese Erklärung nicht nur vorgeschoben war. Tatsächlich litt der Papst schon seit Jahren an gesundheitlichen Problemen, die er der Öffentlichkeit aber verborgen hielt. Später wurde bekannt, dass ihn ab 2005 chronische Schlaflosigkeit quälte. Um seinen anstrengenden Pflichten noch nachkommen zu können, musste Benedikt auf starke Schlafmittel zurückgreifen. Im März 2012 kam es dann während einer Reise in Mexiko zu einem gefährlichen Zwischenfall. In der Nacht stürzte der erschöpfte Papst offenbar im Badezimmer. Am Morgen fand er sein Betttuch voller Blut. Er hatte sich eine Kopfverletzung zugezogen. Nichts drang damals darüber nach außen, doch Benedikt erkannte erschrocken, dass seine Gesundheit die Belastungen nicht mehr lange würde tragen können. Sein Arzt riet ihm dringend, Auslandreisen einzuschränken. Der Papst ahnte, dass er etwa den Weltjugendtag im Juli 2013 in Brasilien kaum noch würde bewältigen können. So reifte in ihm der Plan, rechtzeitig Platz zu machen. Er wollte der Kirche die Qual eines dahinsiechenden oder handlungsunfähigen Oberhaupts ersparen. In diesem Licht erscheint sein Rücktritt tatsächlich als konsequente, verantwortungsbewusste Entscheidung. Gefällt in nüchterner Einschätzung der eigenen Grenzen. Kurz nach seinem Rückzug schrieb Benedikt XVI. In einem Brief sogar, er würde sich nach nüchternem Überlegen jederzeit wieder so entscheiden. Seine Kräfte reichten einfach nicht mehr. Dennoch gab und gibt es zahlreiche Spekulationen, dass mehr hinter dem historischen Rücktritt stecken könnte. War Benedikts Amtsverzicht wirklich nur ein Akt der Schwäche des Alters oder spielten die vielfältigen Krisen und Machtkämpfe eine entscheidende Rolle? Einige Vatikanbeobachter meinen, dass Benedikt vor allem an den innerkirchlichen Widerständen verzweifelt sei. Der Journalist Gianluigi Nuzzi, der durch die Vatileaks-Dokumente berühmt wurde, sagte:
Nur wer an Märchen glaubt, vertritt die Version, dass der Heilige Vater ausschließlich aus Erschöpfung zurückgetreten ist. Die römische Kurie sei ein kompliziertes Geflecht aus Eigeninteressen mit einer belastenden, reformfeindlichen Stimmung, und es habe Benedikt sehr enttäuscht, dass er dieses System nicht verändern konnte. Mit anderen Worten, der sanftmütige Papst aus Bayern habe am Ende die Nase voll gehabt vom Intrigenspiel im Vatikan, das seine Kräfte überstieg. Sein Rücktritt könne als drastische Geste verstanden werden, quasi ein Weckruf oder ein Machtwort durch Rückzug. Tatsächlich interpretierten manche Benedikts Schritt als großes Reinemachen. Indem er freiwillig ging, verurteilte er implizit jene in der Kurie, die sich beharrlich gegen seine Reformversuche gestemmt hatten. Diese Lesart wird dadurch gestützt, dass Benedikt XVI. Kurz vor dem Rücktritt noch 6 neue Kardinäle ernannte, keiner davon Europäer. Möglicherweise wollte er das Machtgefüge zugunsten der jungen Kirchen in Übersee verschieben und so ein Signal gegen eingefahrene römische Klicken setzen. Eine andere Theorie fokussiert auf die Vatileaks-Enthüllungen und den besagten Geheimbericht der 3 Kardinäle. Laut einem vielbeachteten Artikel der italienischen Zeitung La Repubblica soll das Ausmaß der dort aufgedeckten Skandale von Finanzkorruption bis zu anrüchigen Details über hohe Geistliche den Papst direkt zum Rücktritt bewogen haben. Dem Bericht zufolge erhielt Benedikt am 17. Dezember 2012 die nahezu 300 Seiten umfassende Dokumentation der Kardinalskommission überreicht. Darin sei ein genaues Bild des Schadens gezeichnet worden, inklusive Hinweisen auf ein internes Netzwerk UAA mit homosexuellen Beziehungen, durch die Kleriker erpressbar gewesen seien. Noch am selben Tag habe Benedikt den endgültigen Entschluss gefasst, abzudanken. Er habe erkannt, so die Spekulation, dass ein jüngerer, energischerer Nachfolger nötig sei, um diese Augiasstelle auszumisten. Benedikt selbst äußerte sich zu solchen Mutmaßungen nicht direkt. Der Vatikan dementierte die Republika-Gerüchte um ein Schwulen-Netzwerk kurz angebunden. Jahre später nannte Benedikt die Behauptung, er sei wegen Vatileaks oder gar aufgrund von Erpressung zurückgetreten, entschieden völligen Unsinn. Er betonte gerade nicht inmitten der Krise das Handtuch geworfen zu haben. In einer Krisensituation hätte ich mein Amt niemals aufgegeben. Ich konnte zurücktreten, weil in dieser Situation wieder Ruhe eingekehrt war. Damit spielte er darauf an, dass zum Zeitpunkt seiner Demission der Kammerdiener verurteilt und begnadigt war und die akuten Turbulenzen abgeflaut schienen. Der Papst wollte also kein Fluchtzeichen in der Not senden. Doch ob die volle Wahrheit je ans Licht kam, darüber darf weiter spekuliert werden. So ranken sich bis heute Fragezeichen um den Rücktritt Benedikts XVI., eines Papstes, der für viele bis zuletzt ein Rätsel blieb. War es am Ende schlicht die weisen Einsicht eines alten, müden Mannes, der die Größe hatte, auf Macht zu verzichten, um der Kirche zu dienen? Oder lagen im Verborgenen doch erhebliche Missstände im Vatikan, die ihn trotz allem mutlos werden ließen? Benedikt XVI. Selbst verweigerte einfache Antworten. Er zog sich nach seinem Amtsverzicht als Papa Emeritus in ein zurückgezogenes Leben im Vatikan zurück und ließ Taten und Geschichte für sich sprechen. Sein Schritt vom Februar 2013 bleibt einzigartig und vieldeutig. Sicher ist, Josef Ratzinger schrieb mit seinem Rücktritt Kirchengeschichte. Er eröffnete die Möglichkeit, dass ein Papst dem Wohl der Kirche zuliebe abdanken kann und setzte damit ein Zeichen der Demut inmitten von Krise und Erneuerung. Die genauen Beweggründe für diesen historischen Schritt werden vielleicht nie gänzlich geklärt werden. Doch gerade dieses Mysterium macht die Geschichte von Benedikt XVI., vom kleinen bayerischen Jungen bis zum Papst, der freiwillig vom Amt zurücktrat, so faszinierend und nachdenklich stimmend.